Viele von euch schreiben mir voller Sorge. Ist die Eintragung im Marktstammdatenregister jetzt die große Registrierungsfalle? Schlägt die Politik jetzt allen PV-Betreibern ins Gesicht? Ich habe mir nicht nur die Zeitungsberichte durchgelesen, sondern das 198 Seiten starke Originaldokument der Bundesnetzagentur vorgenommen. Das Aktenzeichen lautet GBK-25-01-1-3. Der Verfahrensname Agnes. In diesem Video klären wir unverblümt, was steigt ab 2029 wirklich und wie viel Euro kostet dich das konkret? Warum die Behauptung, dass auch Balkonkraftwerke betroffen seien, schlichtweg falsch ist? Und welchen riesigen Systemfehler die Bundesnetzagentur eingebaut hat, der Speicherbesitzer extrem benachteiligt. Und das Wichtigste: Wir haben eine Frist bis zum 18. September 2026, um genau das noch zu verhindern. Und wenn dich das alles interessiert, dann bleib dran, denn nach dem Intro geht's direkt weiter. Schön, dass du wieder dabei bist. Gehen wir direkt in die Zahlen, denn Medien nutzen gerne Prozentzahlen, um Panik und Klicks zu erzeugen. 90% klingt nach einer Verdopplung deiner Stromrechnung. Aber worauf beziehen sich diese 90% tatsächlich? Es geht nicht um deinen Strompreis pro Kilowattstunde. Es geht nicht einmal um den gesamten Grundpreis deines Stromanbieters. Es geht ausschließlich um den fixen Grundpreis der Netzentgelte, also den Teil der Grundgebühr, den dein Netzbetreiber dafür kassiert, dass das Kabel zu deinem Haus führt. Also es geht hier um eine reale Mehrbelastung von ca. 60 bis 120 Euro im Jahr. Versteht mich nicht falsch. Jeder Euro Mehrbelastung für die Energiewende von unten ist ein völlig falsches Signal. Aber wir müssen unterscheiden zwischen meine Stromrechnung verdoppelt sich und ich zahle ab 2029 etwa 5 bis 10 Euro mehr im Monat. Und dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit. Wir müssen mit exakten Zahlen kämpfen, wenn wir der Bundesnetzagentur Paroli bieten wollen. Und warum macht die Bundesnetzagentur das überhaupt? Das Verfahren trägt den Kürzelnamen Agnes. Das steht für Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom. Die bisherige Verordnung läuft Ende 2028 aus, weil der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, dass die Bundesnetzagentur völlig unabhängig entscheiden muss. Die Argumentation der Behörde im Entwurf lautet wie folgt: Prosumer, also das ist wieder so ein Kunstwort aus Producer und Consumer, also Haushalte, die Strom erzeugen und verbrauchen, nutzen das Netz weniger für den Strombezug. Da aber die Fixkosten des Netzes gleich bleiben, zahlen reine Stromkunden, also die ohne eine PV-Anlage, verhältnismäßig mehr für den Netzunterhalt als PV-Besitzer. Um diese angebliche Unwucht auszugleichen, für die Bundesnetzagentur eine eigene Kundenkategorie für Erzeugungsanlagen ein. Und wie erfahren die Netzbetreiber davon? Ja, ganz einfach über das Marktstammdatenregister und deinen intelligenten Zähler IMSYS. Jedes Mal, wenn eine Erzeugungsanlage an deinem Netzanschluss registriert ist, wird im Abrechnungssystem automatisch der Prosumeraufschlag fällig. Ist das jetzt eine Registrierungsfalle? Wer seine Anlage dort nicht anmeldet, handelt illegal. Aber das Register wird hier erstmal zur direkten Meldekette für eine Sonderabgabe. Jetzt aber erstmal zur wichtigsten Entwarnung für einen riesigen Teil der Community. Was ist mit Balkonkraftwerken? Also Stecker-Solargeräte im Sinne des Paragraphen 8 Absatz 5a EEG sind von dieser Regelung ausgenommen. Wenn du also ein vereinfacht angemeldetes Stecker-Solargerät, also das Balkonkraftwerk bis 800 Watt Wechselrichterleistung nutzt, bist du nach aktuellem Stand nicht betroffen. Du zahlst diesen Aufschlag nicht. Betroffen sind aber
alle klassischen Dachanlagen, egal ob sie 3, 10 oder 29 kW Peak am Niederspannungsnetz haben. Nicht betroffen sind auch die reinen Inselanlagen, also die ohne Netzverbindung. Und dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht, wie man wirklich Inselanlagen sinnig in seinem Haushalt unterkriegt. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Skandal an diesem Entwurf. Der Grundgedanke von Netzentgelten ist ja gar nicht so verkehrt, aber eigentlich sollte er sein, wer das Netz belastet, zahlt mehr, wer das Netz entlastet, zahlt weniger. Der Entwurf Agnes macht aber genau das Gegenteil. Es handelt sich um eine verhaltensunabhängige Pauschale. Das bedeutet, egal ob du deinen Strom zu 100% selbst verbrauchst, egal ob du einen riesigen Heimspeicher nutzt und im Sommer wochenlang überhaupt nichts einspeist oder beziehst, egal ob du sogar eine Nulleinspeisung fährst, sobald eine Dachanlage im Register steht, zahlst du die volle Pauschale. Die Bundesnetzagentur argumentiert, das Netz würde als Backup vorgehalten und diese Vorhaltung kostet Geld. Damit zerstört die Behörde jeglichen finanziellen Anreiz für netzdiebliches Verhalten. Wer sich einen Akku kauft, um die Netze in der Spitze nicht zu belasten, wird genauso zur Kasse gebeten wie jemand ohne Speicher. Müssen wir jetzt tatenlos zusehen, bis dieser Entwurf Ende 2026 rechtskräftig beschlossen wird und dann 2029 in Kraft tritt? Nein. Aktuell läuft das offizielle Konsultationsverfahren. Also bis zum 18. September 2026 hat die Öffentlichkeit Zeit. Und die Öffentlichkeit bist du, Stellungnahmen bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Auch Verbände wie der BSW Solar und Initiativen wie die von Andreas Schmitz und Martin Oster bringen sich bereits in Stellung. Ich habe euch in der Videobeschreibung Folgendes verlinkt. Den direkten Link zum Bundesnetzagenturentwurf GBK-25-01-1/3, eine fertige Musterstellungnahme, die ihr kopieren, anpassen und per Mail an die Bundesnetzagentur senden könnt, und Links zu aktuellen Petitionen gegen diesen pauschalen Prosumer-Aufschlag. Schreibt mir in die Kommentare, wie bewertet ihr diesen Schritt der Bundesnetzagentur? Habt ihr bereits einen Speicher und fühlt ihr euch durch diese Pauschale benachteiligt? Lasst uns sachlich, aber bestimmt in den Diskurs gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Euer Thorsten.